Ja, das Stereo Race in einer wirklich gigantischen Farbe. Es kommt hier ein bisschen anders rüber, als es ist, denn es ist etwas zärtlicher, etwas weicher von der Farbe her, das Türkis, als es hier dargestellt wird auf der Kamera. Ich kann es hier schon sehen, aber hier ist Nico Ockenfels. Was wird es ungefähr wiegen? Stellst immer dieselbe Frage. Ungefähr 20 Kilo? Ungefähr knapp 24 Kilo. 24 Kilo. So, du darfst es mal hochtragen, denn wir zeigen jetzt dieses Fahrrad. Und er hat eben gesagt, nee, du filmst mich nicht, wie ich das hochtrage. Doch, denn es kann ja mal passieren, dass jemand zum Beispiel im ersten Stock wohnt. Ja. So, und dann muss man es mal hochtragen. Und so können wir nämlich auch gleich mal zeigen, dass der Nico echt was drauf hat. Und sobald es steht, fangen wir sofort an mit der Moderation, um mal zu sehen, wie er dann keucht. Ging, oder? Ging, ja. Ich kann noch sprechen. So, wie ist der Vorname von deiner Frau? Tina. Tina. Der Nico, der muss keinen Sport mehr machen, denn ich treibe ihn durch den ganzen Laden. Hier sind wir wieder. Jetzt sieht die Farbe auch ein bisschen anders aus. Ja, wenn du mal kurz zu mir kommst, Nico. Ist das ein Damenmodell? Ja, also das, zumindest mal farblich gesprochen, ist es ein Damenmodell. Das Rennteam von Cube. Ist außer Atem. Nein, gar nicht. Das Rennteam von Cube hat genau diese Farben. Und das zeichnet das Modell auch aus. Ich habe es ja schon bei anderen Modellen gesagt gehabt. Wir haben die Access-Modelle bei Cube komplett eliminiert. Dafür gibt es jetzt die reinen Stereos nur noch, aber in 3 Farben. Warte mal, ich halte mal kurz auf der... Sehr schön. Das heißt, die Rahmengröße hier? Die Rahmengröße hier ist ein 16 Zoll, ein S. Ich zeige mal gerade eine Besonderheit. Cube hat sogenannte Bike-Kategorien eingeführt. Ja. Da steht eine 4 drauf. Das heißt, die definieren die Fahrräder nach Beanspruchung. Kann man das sagen? Ja, kann man so sagen. Also die verschiedenen Klassifizierungen, wir hatten ja eben das New Ride gefilmt gehabt, hat natürlich durch einen verstellbaren Vorbau eine ganz andere Klassifizierung bekommen, wie jetzt hier ein vollgefedertes Rad. Wir haben bei dem Rad natürlich auch deutlich hochwertige Komponenten vom Einsatzzweck her gesehen und das macht natürlich auch den Unterschied aus. Ja, Zielgruppe hier, kommen Mädels rein und sagen, wie geil. Genau das Fahrrad, was ich wollte. Das heißt, ich hab eine ordentliche RockShox vorne drauf. Ich habe hinten RockShox Federelement, was drauf ist. Ich habe ein Bosch Performance CX. Ich habe eine super scharfe Optik mit dem Blau und dem Türkis. Also was kann es da noch hindern, außer 4.000 €? Also kommen wir mal zum Gesamten. Wir haben hier das 140er Modell. Cube unterscheidet in 3 verschiedenen Segmenten. 120, 140 und 160 mm Federweg. Zumindest beim E-Bike-Segment. 120 gibt es 2 verschiedene Modelle. Bei dem 140er ist es so, da haben wir mehrere Modellvarianten wie SL, TM, Action Team, SLT. Und da ist die Bandbreite noch mal größer. Gerade mit diesem Federweg ist die Auswahl deswegen am größten, weil es das meistverkaufte Rad ist. Und im Vergleich zum 120er haben wir einen Carbonrahmen. Carbon? Ja. 3,999 Carbon. Carbon, ja. Also wir wissen ja, Cube ist extrem preisaggressiv, was die Thematik angeht. Viele Hersteller in dem Preissegment haben vielleicht auch noch gar kein vollgefedertes Rad im Programm. Dann mit Aluminiumrahmen, das muss jetzt nicht unbedingt schlechter sein. Aber wir haben hier einen Carbonrahmen, man sieht es auch, HPC. Das C steht dann für das Carbon. Aber nicht komplett, das heißt hinten ist... Nur der Hauptrahmen. Hinterbau, die Wippe ist alles aus Aluminium gefertigt und das Race bildet den Einstieg in die 140er Serie, also Stereo 140 Race. Krass, viel gelernt. Also da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass der Rahmen aus Carbon ist. Vorurteile: Carbon reißt schnell. Also ich habe selbst einen Carbonrahmen, da reißt gar nichts. Der ist sogar abgewetzt, da bin ich mehrfach hingefallen. Aber ich habe das Gefühl, er hält sogar noch besser wie ein Alurahmen. Das ist so, man kriegt ihn kaputt, aber es ist schwer. Es kommt drauf an. Also es ist immer die Frage, Carbon ist ja nicht gleich Carbon. Ich kann bei einem Aluminium auch ein massives Aluminiumrohr haben mit einer dicken Wandstärke. Ich kann aber auch ein hauchdünnes, ich sage jetzt mal wie eine Cola-Dose, die zerdrücke ich dann einfach. Und das ist im Prinzip bei einer Faser, sprich beim Carbon, halt auch der Unterschied. Es gibt hochmodulare Fasern, die eher brechen, wie sage ich mal eine klassische Faser, die es kommt immer auf den Einsatzzweck auch drauf an. Gerade was den Leichtbau angeht, verwende ich eine hochmodulare
Faser eher in diesem Segment, weil einfach dort die Belastungspunkte nicht so groß sind. Belastungspunkte sind immer wieder Steuerrohr, Tretlager, Sitzrohrbereich. Das sind die Knotenpunkte, wo viele Kräfte aufkommen und ich von der Faser oder vom Harzgehalt natürlich auch ganz anders arbeiten muss. Okay, das heißt, da sind verschiedene Fasern drin. Ja, es gibt zig verschiedene Fasern, genauso wie es ja auch verschiedene Stahlrohrgüten gibt oder auch Aluminium, ob 7005, 6061, da gibt es verschiedene Qualitäten und jede Faser, gerade jetzt auch nochmal auf die hochmodulare Faser zu kommen, sind natürlich sehr sensibel und auch nicht unbedingt für den Einsatzzweck gedacht, eine hohe Schlagfestigkeit einfach zu haben. Aber das ist der entscheidende Punkt. Also ich kann mit Carbon super viel machen, gerade was Rahmenformen, Dimensionen oder Ähnliches angeht, aber immer im Verhältnis zu sehen, für was ist der Einsatzzweck und was mache ich damit. Und die Thematik, wenn das Rad auf einen spitzen Stein fällt oder Ähnliches, ich sage immer so, das sind ja quasi die Ammenmärchen, die wir schon aus den 90ern kennen. Sowas passiert in der Regel einfach nicht. Also selbst in den 90ern, wo wir Rennräder oder die ersten Carbon-MTBs hatten, war eine Schlagfestigkeit schon sehr, sehr hoch. Aber immer in Anbetracht, wie das Gesamte gefertigt wurde. Natürlich gibt es verschiedene Verfahren, ob ich jetzt einen Monocoque nehme, das heißt also in einem Stück gebacken oder Tube to Tube, das heißt, ich habe wie bei einem klassischen Rohr einzelne Rohre, die ich dann miteinander verklebe. Das kommt immer darauf an, wie der Hersteller da unterwegs ist, wie die Technologien natürlich halt auch sind. Auch das hat sich geändert in den letzten 20 Jahren. Nur in diesem Fall, bei diesem Bike, dem Stereo Hybrid 140 Race, haben wir jetzt in dem Fall einen Hauptrahmen aus Carbon, den stärksten Bosch-Motor, den Performance CX, den großen Akku, sprich 625 Wattstunden und dann in der Kombination mit dem Purion-Display, RockShox-Fahrwerk, XT-Gruppe, also wirklich vielerlei Top-Parts beim Einstiegsmodell. Ja, wir reden immer noch von 4.000 €. Und nochmal auf die Farbe zurückzukommen, das ist die Team-Design-Farbe vom Mädels-Rennteam bei Cube. Es gibt das Rad noch weiterhin in 2 weiteren Farben, wie auch bei den Hardtails. Die eine Farbe ist dann in schwarz-blau gehalten und die dritte Farbe ist in grau-gelb. Matt-grau-gelb. Toll, also ein richtig tolles Fahrrad, Genau. Bei dem ich eigentlich nichts falsch machen kann. Das heißt, ich kann Komponenten, die jetzt mir nicht gut genug sind, nochmal tauschen später. Das wäre gar kein Problem. Zum Beispiel, was weiß ich, jetzt ist hier zum Beispiel hier unten jetzt der Griff, da will ich einen ergonomischen Griff drauf haben, kein Problem. Das sind natürlich die kleinen Feinheiten, die man noch machen kann. Im Mountainbike-Bereich ist das noch nicht ganz so gang und gäbe, aber wir haben hier auch schon nicht nur einen einfachen Gummigriff, wir haben wirklich einen Schraubgriff, der also auch stabil am Lenker fixiert ist. Auch klar, die Bereifung, wir haben viele jetzt diesen Braunton oder diese Skinwall. Ich finde, das passt sensationell gut mit den Farben. Manch anderer wird sagen, boah, schwarze Reifen wären echt schöner. Das Problem ist, dass Reifen ein Leben lang ja am Fahrzeug bleiben. Das heißt also, die werden niemals ausgetauscht und gehen noch nie kaputt. Nee, beim nächsten Wechsel hole ich mir eine andere Farbe. Ja klar, natürlich geht das halt auch, aber gerade das Thema Reifen verändert die Optik ganz brutal. Also immer auf diese Skinwall, da gibt es ja mittlerweile verschiedene Farbtöne, wo die Hersteller selbst wählen können. Ist das viel teurer? Nö, das glaube ich jetzt noch nicht mal. Also ich glaube, für die Erstausrüstung, ist das kein Preisunterschied. Aber ich finde einfach die Optik schon sehr, sehr genial. Es ist sehr feminin, das soll aber auch so sein, dadurch, dass die Access- oder Sting-Modelle einfach wegfallen. Sting sind die vollgefederten Räder bei Cube gewesen. Ist es hier einfach so, dass mit den 3 Farben wir immer noch, also es gibt ja auch viele Frauen, die sagen, boah, ich will eigentlich ein schwarzes Fahrrad. Und das vereint der Hersteller hier eigentlich sehr, sehr gut, nicht bewusst zu sagen, Mensch, das ist jetzt das Damenmodell oder Ähnliches. Es gibt auch Männer, die sagen, boah, die Farbe finde ich Hammer. Alles legitim. Also, jeder, der will. Interessant ist, eine gefederte Sattelstütze ist dabei. Das heißt, auch die ist perfekt verlegt. Das heißt, ich sehe da nicht viel. Korrektur, eine absenkbare Sattel. Absenkbar meinte ich, ja. Richtig. Also hier haben wir eine absenkbare Stütze. Auch das wird immer mehr. Wir sehen bei den vollgefederten Modellen das durchaus. Du kannst jetzt vielleicht gerade mal zu dem Highbike gehen. Das Highbike ist jetzt eine Einstiegspreislage, das was hier steht. Wir sind bei einem Preisgefüge 3.299 €. Da gibt es ja bei Cube auch das Stereo 120 Pro. Bei beiden Modellen aber dann noch nicht. Ich kann es aber nachrüsten. Hier geht es einfach vom Preisgefüge her nicht. Ne? Ich kann jetzt nicht für 3.300 € noch erwarten, dass da eine absenkbare Stütze drin ist. In dem Fall jetzt
aus wie bei dem Rad mit 4.000 Euro. Und wir rechnen im Schnitt, so eine Stütze kostet ungefähr 200, 250 Euro. Doch, aber, ne? Genau, ist die halt dann auch schon mit drin. Gut, das ist auch keine billige, denn im Zweifel, Sie müssen ja 2 Jahre Garantie drauf geben. Wenn da wirklich einer mal ins Gelände geht, dann würde sich dann die Spreu vom Weizen trennen. Cool ist auch alles schön verlegt. Die Gummis sind an der richtigen Stelle. Das ist mittlerweile ja auch schon Standard, aber alles passt mittlerweile. Da ist nichts mehr umwickelt, sondern wie aus einem Guss. Ja, und vor allen Dingen nicht nur von oben. Also eine Kette kann ja nicht nur von oben schlagen, sondern sie kann ja auch von unten schlagen. Und das ist hier auch gegeben. Ne? Weil auch hier, die Kette kann durchaus bis hier hochknallen und das ist komplett ummantelt. Selbst solche Details wie eine Leitungsführung, weil die Züge mittlerweile ja alle im Rahmen verlaufen. Auch da muss man dazu sagen, dass bei Cube das hier keine Besonderheit, aber es ist schon ein Unterschied. Den Deckel haben wir ja schon ausreichend erklärt, wie gut der funktioniert. Achso, du kannst mir einen Gefallen machen, wenn du es jetzt wirklich mal hochhebst. Der ist aus Metall, der Deckel, richtig? In dem Fall ist er aus Kunststoff. Ist aus Kunststoff? Bei dem New Ride sah das anders aus, weil bei dem New Ride, jetzt hängt er hier ein bisschen, das ist auch ein bisschen verwunderlich. So, jetzt. Diebstahlsicherung. Genau. Hier ist es Warte so, mal, ich komme nicht ran. Du musst mal ganz kurz einmal kurz anheben, bitte. einmal kurz anheben. Ja, ich habe das große Licht drauf, da. Außerdem kannst du auch mal. Ja, viel besser. Mal gucken, wie weit ich komme. Ja, nee, so super. So, und da ist jetzt der Akku. Und du willst bestimmt zeigen, die Züge haben, glaube ich, einen eigenen Kanal, gell? Genau, die Züge haben einen separaten Kanal. Das, was du jetzt hier siehst, die Halterung. Ich komme kurz auf der anderen Seite. Zeige ich es mal gerade. Die Halterung, die du hier siehst, ist im Prinzip die Halterung für den Akku. Ja. Und darunter liegt ein separater Kabelkanal, wo Bremsleitung, Schaltleitung, absenkbare Stütze durchlaufen. Früher war es so gewesen, die hat man einfach nur da rein verlegt und dann hat man den Akku da drauf gesetzt. Na prima. So, dann hat der Akku so ein bisschen die Leitung mitgeführt. Ne? Wenn die Leitung im Weg war, hast du den Akku nicht richtig reinbekommen. Jetzt haben wir einen separaten Zugang, das heißt also auch für den, wenn wir mal eine Leitung tauschen, geht das relativ einfach und genau. Warte, ich zeig mal gerade den Motor, wo du gerade da so schön stehst, dass wir den haben. Das macht halt schon wirklich einen Unterschied aus. Also da hat man wirklich einiges an Hirnschmalz reingesteckt, auch wenn es relativ simpel und einfach ist. Aber für Wartungen später, Austausch der Hüllen oder ähnliches, ist das einfach eine angenehme Geschichte. Klar, auch solche Details, sauber die Züge verlegt, die da schön ordentlich nebeneinander rauskommen, macht's da einfach den Unterschied aus. Hier sieht man eben sehr schön, das ist die Bremsanlage von Magura. Und hier kann ich schön sehen, auch die Abnutzung der Bremsbeläge kann ich optisch sehen von außen. Auch hier gibt es dann ein paar Hinweise. Hier unten ist uns, guck mal gerade, das ist eine Luftfeder, hier unten ist das Ventil. Da mit drin. Da haben wir die Zugstufeneinstellung. Die Zugstufeneinstellung. Genau. Ne? Okay. Bei RockShox immer dargestellt durch den Hasen. Was? Schnell und langsam. Okay. Hier hinten. Achso, das heißt, man dreht dran und ob dadurch sie wird die schnell oder langsam ausfedert. Zugstufe ist immer das Ausfedern der Gabel, halt auch wichtig. Wenn ich sie komplett aufhabe, kommt sie relativ schnell raus. Heißt also auch bei einer Buckelpiste, sie knallt immer nach oben. Hier ist es wichtig, die Zugstufe auch zu haben, damit das Fahrwerk auch optimal auf dem Untergrund funktioniert. Ja, hier oben gibt es auch noch einen Walk-Button. Was hat der für eine Funktion? Walk, okay. Schiebefunktion. Schiebefunktion, genau. Also Schiebehilfe. Die sind bis 6 km/h unterstützend. Warte, ich zeige dich mal komplett, dass man das mal sieht. Man sollte jetzt so ein Kunstwerk draus machen, dass man irgendwie. Du darfst es gerne wieder absetzen, wenn du möchtest. Oder Nacktmalerei, ne? Schiebehilfe heißt, macht Spaß, macht Sinn, denn es gibt manchmal Momente, dann ist das Fahrrad nämlich. Also Schiebehilfe ist interessant, durchaus, keine Ahnung, bist jetzt auf dem Bahnhof, hast vielleicht auch Gepäck mit oder beim Trekkingrad oder ähnliches. Und die Schiebehilfe ist einfach dafür gedacht, um, sagen wir mal, die Treppen hoch, das Fahrrad halt einfacher nach oben zu bringen. Weil ein Rad hat ja ein gewisses Gewicht und mit dieser Unterstützung aktiviere ich, Moment, ich muss das System aktivieren, habe ich hier Walk Plus. Das heißt, wenn ich hier drauf drücke, erscheint Walk Plus. Passiert jetzt noch gar nichts. Früher war es so gewesen, wenn ich die Taste drücke, ging es direkt los. Heißt, wenn ich da drauf gekommen bin und ich wollte gar nicht, ist mein Fahrrad losgefahren. Jetzt aktiviere ich und mit Plus Wie von Geisterhand. schiebst das Rad dann vorwärts. Das ist natürlich nur in
ich sag mal, in einem Rahmen zulässig, der keinen Spaß erlaubt in Deutschland oder in Europa. Also es hat nichts damit zu tun, dass ich damit jetzt losfahre oder ähnliches. Es ist wirklich nur eine Unterstützung. Hätte ich jetzt auch hier machen können, zum Beispiel die Treppe hoch, das Rad und dann mit der Schiebehilfe das Ganze halt nutze. Ja? Verstanden. Also 3.999 € die Rahmengrößen hier bei dem. Es gibt viele Größen. 16 Zoll S. Wir haben 4 verschiedene Rahmengrößen. Starten mit 16 Zoll S, 18 Zoll M, 20 Zoll L und 22 Zoll XL. Gut, XL, das ist auch der Grund, warum es vielleicht mal einen Mann gibt, der dann mit Türkis fährt. Aber wenn es ihm gefällt, sei es drum. Ich bin einmal, wenn meine Frau das jetzt sieht, einmal mit blümchenfarbenen Skiern gefahren. Und eine Frau hinter mir war original am Lift und sagte, oh, die Skier hatte ich früher auch. Ich drehe mich um, hat den Bart gesehen, hat kein Wort mehr geredet, aber ist so. Aber wem es gefällt, die Farben sind da und es gibt auch noch andere Farben diesmal. Ja, es gibt ja 3 verschiedene Farben, wie eben schon genannt. Also es gibt es zusätzlich in einem ganz schwarz oder dann halt noch in einem Grau mit Gelb drin. Das wäre jetzt bei dem Modell die Alternative. Sehr schön. Ja, das Cube, Name nochmal? Reaction Hybrid, Quatsch. Was? Cube Stereo Hybrid 140 Race. Cube Stereo, Bei einem anderen Video gehabt. Cube Stereo Hybrid 140 Race bei WeCycle in St. Wendel. Ich glaube, das wird auch heute das letzte Video, was wir drehen. Nee, ich glaube, wir machen nur eins. Machen wir jetzt noch. Ja, genau. Und ja, ziemlich cool. Und wer es haben möchte, auch hier homöopathische Dosen 2021. Wer Lust hat, auf die Webseite gehen, am besten gleich bestellen. Wir drehen heute am 2. Februar 2021. Also wenn Sie das Video sehen, ist es vielleicht schon zu spät. Ja, danke. Tschüss, Nico. Ciao, Sven. Ciao.